VCs zu verstehen ist genauso wichtig wie Kundinnen und Kunden zu verstehen. Erstmal, was bedeutet eigentlich VC? VC steht für Venture Capital. Venture Capital wird auch Risiko- oder Wagniskapital genannt. Das heißt, VCs investieren meistens in Ideen, die mit einem hohen Risiko behaftet sind. Eins der größten Vorteile im Fundraising ist die Fähigkeit, die Erwartungen der VCs zu verstehen. Beim Fundraising geht es nicht um den direkten Abschluss eines Deals. Ihr wollt die VCs als langfristige Partner für euer Startup gewinnen. Die VC-Formel. Wie sieht ein profitabler Deal für ein VC aus? Hier habe ich ein Beispiel für euch. Ein 100 Millionen Euro VC-Fonds mit einer 3x Zielrendite möchte bei 10 Deals 1 bis 2 Home Runs haben. Das bedeutet, eine 10 bis 100x Rendite erreichen. Und bei 3 bis 4 Deals positive, aber moderate Renditen. Ein VC rechnet auch damit, dass 4 bis 5 Deals ein Misserfolg wären. Während die Top-VC-Deals eine 3x Zielrendite des investierten Kapitals erzielen, die besten sogar bis zu 10x, generieren die meisten Investments nicht einmal die Investitionssumme. Woran VCs verdienen? VCs sind tatsächlich darauf angewiesen, entscheidende Exits zu erzielen, um die Mindestrendite zu erzielen und Fehlinvestitionen auszugleichen. Was heißt das für euch? VCs benötigen hohe Anteile, zwischen 15 und 25%, um genügend Renditen zu erzielen, die mit kleinen Anteilen nicht erreichbar sind. Seed Funds haben eine Mindestbeteiligung von ca. 10% und Series A Funds eine Mindestbeteiligung von ca. 20%. Das ist einfach das gängige Geschäftsmodell. Ohne diese Kondition kann nicht einmal das ertragsreichste Startup die Investitionen zurückzahlen und den VC in die Gewinnmarge tragen. Stellt euch vor, wie sehr die VCs von Angstzuständen geplagt werden, etwas zu verpassen. Euch vielleicht bekannt als FOMO. Wenn sie sich lediglich mit 1% an einem Unicorn beteiligt hätten. Unicorns sind Startups, die eine Bewertung von mindestens 1 Milliarde US-Dollar erhalten. Weltweit haben nur 1% der Startups diesen Status. Hohe Beteiligungen sind also für VCs ein wichtiger Faktor für den Erfolg. FOMO and Fools. Es gibt 2 Motivationsfaktoren für VCs. Erstens, FOMO, Fear of Missing Out. Die Angst davor, das nächste Unicorn-Investment zu verpassen. Aber auch, dass ihnen Deals entgehen, weil die Konkurrenz überzeugender war. Zweitens, Fools, Fear of Looking Stupid. Bezeichnet die Angst, dumm dazustehen. VCs wollen sich nicht mit Beteiligung blamieren, die von allen VCs in der Industrie als ein offensichtlicher Misserfolg angesehen werden. Wenn VCs also in das falsche Startup investieren, ist das nicht nur schlecht für das Image, es heißt auch, dass weniger Kapital für die nächsten Investitionen da ist, die vielleicht mehr Erfolg versprechen. Business Angels. Im Vergleich zu VCs sind Business Angels eine weitere Option, um Kapital zu erhalten. Speziell für Startups in der frühen Phase, auch bekannt als Pre-Seed und Seed. Business Angels sind oft Menschen, die selbst schon erfolgreich gegründet haben oder viel Management-Erfahrung haben. Erfolgreiche Business Angels können eine große Bereicherung für euer Startup sein. Sie ähneln VCs, unterscheiden sich jedoch in 2 Aspekten. Sie investieren zumeist mit kleineren Beträgen und können offener für Startups mit einem moderaten Marktpotenzial sein. Auch haben sie keinen Renditezwang und unterliegen nicht der Funddynamik. Unterschätzt aber nicht ihre Relevanz. Viele Business Angels sind sehr einflussreich und verfügen über bedeutende Netzwerke. Daher mein Rat: Trefft euch mit Business Angels, bevor ihr Meetings mit den VCs vereinbart. Denn bei Business Angels ist der Entscheidungsprozess einfacher und es müssen nicht mehrere Personen überzeugt werden. Ein Business Angel mit einer guten Reputation kann eine langfristige Partnerschaft bedeuten und eure VC-Meetings positiv beeinflussen. Nochmal einfach zusammengefasst: Versucht euch in die Rolle der VCs hineinzuversetzen und euer Startup aus ihrer Sicht zu beurteilen. Und seid offen für Alternativen. Zum Beispiel Business Angels. Noch ein letzter Tipp: Wechselt immer mal wieder die Perspektive. Fragt euch, wie war unser Pitch und würden wir selbst investieren, wenn wir ein VC wären?